Hallo Leute, herzlich willkommen mal wieder oder zum zweiten Mal zu einem Cinema 4D Tutorial, und heute wollte ich euch zeigen, wie dieser Equalizer funktioniert. Der ganz simple, wie in dem Video halt, das ich vorhin gemacht habe. Ja, dazu brauchen wir erstmal einen Boden einfach, den können wir später belegen wir mit einer Textur, aber das kommt ja später. Und dann holen wir uns einfach einen Würfel. Den machen wir erstmal klein, den machen wir auf 10, 10 und 10. So, können wir ein bisschen ranzoomen. So, dann brauchen wir halt unseren Kreis, den machen wir 100 groß. Damit das nicht, 1000, so. Und jetzt können wir ihn einfach hier drehen, Ebene auf XZ. So, jetzt haben wir ihn gedreht. Und jetzt brauchen wir hier bei MoGraph ein Klonobjekt. Da ziehen wir den Würfel so drauf. Und jetzt gehen wir aufs Klonobjekt und bei Modus stellen wir Objekt ein und ziehen den Kreis in die Objektebene da rein. So, jetzt sehen wir hier, dass es auf der Spline ausgerichtet. Jetzt können wir die Anzahl verändern. Ich habe in dem einen Video 20 genommen. Das sieht eigentlich relativ gut aus. So, dann wollen wir natürlich auch, dass das irgendwie zur Musik gehört. Da gehen wir auf MoGraph, Effektor und Sound-Objekt. Also brauchen wir erstmal so ein Soundteil. Hier ist wichtig, wir brauchen eine Wave-Datei. Die können wir jetzt zum Beispiel gucken, einfach irgendwie in einem Bearbeitungsprogramm, hier zum Beispiel Magix Music Maker, ziehen wir uns hier irgendein Lied rein, dann gehen wir auf Datei, Export, Wave und dann haben wir das. Wenn wir dann diese Wave-Datei haben, gehen wir einfach, wo ist das jetzt hier, gehen wir drauf und suchen uns die, wenn ich die jetzt finde, Got to Love You. So, nehmen wir die. Jetzt gehen wir bei Modus auf Schritt. So. Jetzt scrollen wir ein bisschen runter und sehen hier Frequenzfarbe. Da können wir irgendwas eingeben. Das ist dann der Farbverlauf von den Balken. Sehen wir mal rot, blau. Und hier in der Mitte noch ein schönes Grün. Und jetzt müssen wir nochmal auf Effektor gehen. Oh, ne Quatsch. Entschuldigung. Auf Parameter. Und dann Farbmodus auf An. Dann ist es hier noch wichtig, das auf 0 zu stellen, den Haken rauszunehmen, bei Skalierung reinnehmen und dann je nachdem wie hoch die Balken bei euch springen wollen, machen wir jetzt mal 50, da so einstellen. So, und jetzt müssen wir auch noch gucken, Sound, jetzt müssen wir noch bei Klon gucken, bei Effektor, da der Effektor ist noch nicht drin, also müssen wir den Sound einfach da reinziehen. So, jetzt darauf ausgelegt. So, jetzt sieht man die Balken, wie sie hin und her springen. Aber jetzt sieht man diese schwarzen Teile, das ist jetzt nicht gerade schön. Und deswegen markieren wir einfach diese Sachen. Jetzt ziehen wir sie einfach nach unten. So, dass man die nicht mehr sieht. So. Jetzt sieht man die, wenn man das rendert. So sieht man das nicht mehr. Jetzt sieht man nur noch die Balken, die aus dem Boden kommen. So, als nächstes können wir jetzt einfach mal ein neues Material erstellen. Und den Boden machen, wie das aussehen soll. Wir jetzt einfach ganz stumpf weiß, machen eine 50%ige Spiegelung, ups, rein, so, packen das auf den Boden. Jetzt können wir mal so und das mal rendern. Ja, sieht eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Dann machen wir uns als nächstes wieder einen Kreis. Den machen wir mal 400 groß und drehen den auch wieder und ziehen den aber ein bisschen höher. So, dann brauchen wir noch eine Zielkamera. Dann gehen wir hier einfach rechte Maus auf Kamera, Cinema 4D Text auf Spline ausrichten und ziehen den Kreis in das Feld hier rein. So, jetzt ist das auf der Spline ausgerichtet. Können wir bei Kamera 10 Maus auf Kamera gehen. Jetzt sehen wir diese Sicht hier. So sieht das dann aus. Sieht gar nicht so schlecht aus. So. Als nächstes, damit das jetzt nicht hier so stumpf ist, das sieht relativ doof aus, gucken wir und gehen hier einfach draufklicken. Jetzt kommt hier so ein Array und holen uns noch ein Licht. Und das Licht packen wir auf den Array drauf. Und dann gehen wir auf Array und geben hier 150 ein. Das passt dann gut dazu. Und jetzt können wir das hier hochziehen. Und jetzt wird das hier so beleuchtet.
Sieht eigentlich total gut aus. Und wenn wir jetzt mal hier so, mal was, erstmal rendern, sieht einfach nur genial aus. Wenn wir jetzt auch noch den Dreheffekt von den Lichtern hinkriegen wollen, gehen wir einfach hier drauf. Müssen natürlich vorher auf diesen Button gehen, dann hier einen Keyframe machen und dann hier hingehen, das einmal drehen, wieder Keyframe machen, damit sich das dreht. Ich lasse das jetzt einfach mal so und mache das nicht. Und ja, am besten gibt ihr hier für, ich glaube, 40 Sekunden sind ungefähr 1000 Bilder. Das kommt hin. Und das war's eigentlich davon auch schon. Und dann geht ihr einfach bei, wie ihr das rendern wollt, bei Ausgabe auf eure Auflösung, was weiß ich. Ich mache immer 1020 mal 1080 Full HD halt. 30 Bilder, ist völlig ausreichend. Bis zum 1000. Bild und speichern. Macht ihr es einfach hier irgendwo. Programme, Cinema4D erstellt neu, blub, blub, blub. Machen wir einfach einen neuen Ordner. Nennen das einfach Tutorial. Und dann wählt ihr hier am besten QuickTime aus. Geht auf Animation, gibt hier 30 ein, gibt ihr auch nochmal 30 ein. Beste, so. Habt ihr das, dann könnt ihr das einfach schon speichern. Hier, speichern unter. Und dann rendert ihr das, das kann ziemlich lange dauern, wie gesagt, 1000 Bilder. Und das Lied ist dann halt nur 40 Sekunden, weil das Video ist nur 40 Sekunden lang. Also wenn ihr sowas machen wollt, dann müsstet ihr schon ein paar Stunden dafür investieren. Und natürlich wird das Video, was da produziert wird, ohne Ton wird das ausgegeben. Deswegen könnt ihr zum Beispiel bei Magix hier reingehen und habt dann, ich nehme jetzt einfach mal ein vorhandenes Video, was ich vorher gemacht habe. Das hier beispielsweise, das müsst ihr dann hier einfügen. Sonst ist das natürlich ohne Ton. Deswegen müsst ihr noch das Lied an sich einfügen, was ihr da drunter haben wollt. In dem Fall jetzt das hier, habe ich einfach in genannt. Und das müsst ihr dann darauf zuschneiden. Also das ist das Originallied, geht 3 Minuten irgendwas, 3 Minuten 30 und es sind nur knapp 40 Sekunden. Und wenn man es jetzt abspielen lässt, jetzt passt das genau übereinander, dann müsst ihr es einfach nur wieder rendern und dann ist das Video schon fertig. So, das war's dann auch schon wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, abonnieren, kommentieren und dann ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.